Und wir können noch aber zu Morell gehen. Ich gehe noch einmal gerade in den Keller. Jetzt will ich wissen, ob da was ist. Tonband wäre cool. Dieser Handel ist doch einfach nur gefährlich, oder? The barbell waits patiently on the floor, like a dog for its master. Ich habe keinen Bock, das auf die Fresse zu bekommen. Okay. Oh, hier ist es schon wieder. It's dark. Bemerkte Lieutenant And the zutreffend. flashlight works a lot better if you hold it in your hand. Stimmt schon, eigentlich total offensichtlich. Right. Now let's get to it. Ja, ja. Some areas are inaccessible without your flashlight. Alles klar. Wir rüsten unsere Taschenlampe aus. Ist ja kein Problem. Ja? Wumpty Dumpty Dum Center. Mein Lieblingswort. You're at home, stupid cop. Not with the art crowd. You hate them. Everyone hates them. Even they hate themselves. It's nauseating. An industry built on sprezzatura and sparkling wine. And, let's be honest, tax evasion schemes. The Wumpty Dumpty Dum Center is the heart of this unholy symbiosis of aesthetics and tax optimization. And now that you've internalized it, you can have a piece too. Mhm. Passive Würfelproben. Enzyklopädie gewähren +10 Erfahrungspunkte und 2 Real. -2 Suggestionen, überhebliche Armleuchter. Das ist nicht so schön. Aber also an sich ist das natürlich ganz nice, aber... Das mit der Suggestion ist natürlich schade. So, werden wir schauen, ob wir einfach nochmal irgendwas finden hier. Ja. Arme Tiere, nicht an meinem Tod finden ihre Körperruhe, ja. Ich kann sowas auch nicht so viel abgewinnen. Ist irgendwie nicht so schön. Oder ist das hier die Kartenwand? Your flashlight slides over and some of the writing has faded. Nein. Vielleicht ist hier noch eine Wand. This old fireplace is covered in lines drawn in a diagram for summoning some time-forgotten beings. Nee, auch nicht. Hätte sein können. Das ist dieser Speicher, aber das Passwort wissen wir ja trotzdem nicht. Oder ist es immer das gleiche Passwort? Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. Ich drücke mal auf Play. The speaker comes to life. Static seeps. Good morning. Ja, ja, ja. Is this the production schedule? Ja, Passwort. Good. Please repeat the password. Ich sag nochmal, nach dem Leben der Tod. Good. I've unlocked the production schedule. After ending the call, please press print to access the filament. Interessant. Really? She just used the same password? Maybe those radio computer guys aren't that paranoid after all. Ja, ist eigentlich ganz schön unvorsichtig. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Das wäre vorerst alles. Thank you and goodbye. Ciao. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. Ich drücke auf Print. With a quiet determination, the printer starts printing, a piece of paper unfolding like a handheld fan. A black crisscross of letters covers its surface. Ich lese den Ausdruck. It's a project report written by the lead producer, Andrew Andy Schott, about Whirl Untethered, a radio game developed by Studio Fortress Accident.
The first few pages give an overview of the capital and workforce, while the rest of it seems to be a production schedule. Ich lese den Abschnitt über das Kapital. Geld interessiert dich, mich. In its short time of existence, Fortress Accident SCA managed to burn through truly insane amounts of money. The first tranche of seed financing brought in 150,000 Ria, but then came the delays. Eventually, the damage reached 400,000 Ria, with only half of the game finished. Uff. 400,000 Real? Yo. These guys knew how to party. Krass, wo hatten sie denn das ganze Geld her? Let's just say it was a real adventure for their Igaunian investor. Ja, so klappt das meistens. Du liest den Abschnitt über die Belegschaft. Wer hat dort wie lange gearbeitet? Fortress Accident employed 18 people. The bulk of the team composed of writers and concept artists. There were also radio programmers, sound engineers, a CEO, 2 marketing experts, and a single overburdened producer who developed a habit of popping Pyrrolidon in the basement to escape his obligations. Blöd. But on the other hand, their obligations were piling up at an inhumane rate, a rate that could only be amended by Pyrrolidon. Ich blättere den Produktionsplan durch, was auch immer es sich dabei handeln mag. The production schedule depicts their glorious descent into bankruptcy. Okay, was ist passiert? It was impossible not to fail. The project was too large, and no amount of money could satiate the ever-expanding ambitions of the development team. They tried to make a 4 million Real game with 400,000 in their bank account. They thought they could bridge the gap with pure willpower and imagination. Ja, schlechte Planung, ne? They couldn't. Sie wurden also Opfer ihrer eigenen Ambitionen? No. Even then, success remained within an ever-narrowing margin of possibility that, despite everything, never entirely disappeared. That is, until they discovered the Valley of the Heads. Das war's? At the 11th hour, the lead designer, Jimsk-born Sulisław Jalisa, decided that what Wirral Untethered needed was a secret mystical location at the extreme edge of the map. This place was to be the Valley of the Heads, where the heads of all the headless constructs could be found. The player would have been able to choose a head for their headless party member, and each head would have been voiced on air by a professional actor. Wie viele Köpfe gab es? So many. The last count, there were approximately 10,000 heads Oof. for 10,000 headless men, all of which could be endlessly recombined. Wie viele Kombinationen ließen sich daraus erstellen? Do you really want to know? There seems to be a calculation here, but it may take a while. Nein, lieber nicht. Good call. It's more than the number of atoms in the observable universe. Das ist ziemlich übel. Daran sind sie also gescheitert? Well, yeah, that and the catastrophic data loss. Das muss die Anomalie sein, die Suna in ihrem Protokoll in der Kirche erwähnt hat. On the nature of the data loss, there's ominously little information in the production log. It comes at the very end, where things get fuzzy and dark, where tables and numbers seem to vanish into an eerie nothingness, before the Igaunian investors pulled the plug. What is clear is that one day, an unidentified numeric anomaly occurred on the East Insulindian Lintel front, just as the Wirral Untethered project was being compiled that day. Und die Anomalie führte dazu, dass alle Daten in der Luft verloren gingen? When the project was returned, it was completely blank. Ja, das ist so scheiße. The team spent weeks So on the heftig. phone with Lintel, the service provider. But despite their diagnostics, they could never produce a satisfactory explanation or pay for the loss.
Ja doch, es gab doch diese Sicherungskopie, die haben wir ja eh gebracht. Aber die war ja auch dann nicht mehr vorhanden, so richtig. Was? Der Anbieter war für den Verlust des ganzen Spiels verantwortlich und wollte nicht einmal dafür zahlen? Always read the terms of service. Gab es keine Kopie des Spiels, eine Sicherung? Mysteriously enough, it seems that the offsite copy happened to be on-site when the catastrophic data loss occurred. Ja. It was the lead programmer's responsibility to oversee weekly maintenance of the offsite copy and, well, keep it offsite. An explanatory note from the lead programmer has been attached. Und was steht dort? S. Luukinen Kilda, the lead programmer of Fortress Accident. The offsite copy was on-site because there was no off-site anymore. Not for me, not after 8 months of crunch. I didn't have a home anymore, so I started keeping it in the basement in the ice bear refrigerator near where I went to sleep. It was perfectly safe there. The temperature conditions were optimal. Klingt nach einer vollkommen schlüssigen Erklärung. That's not what her colleagues thought. Hat diese Chefprogrammiererin sonst noch etwas hinterlassen? Also, das sind alles Infos, die wir ja schon bereits wissen. The production schedule ends with a few random notes that seem to be added sometime later. Ich lese die zum Schluss hinzugefügten Notizen. 4 months later, by an unknown author. I am the only one left, and it's gotten rather damp here. A few other businesses have gone under, too. Slipstream switched to making skis, and the hairdressers just left, cursing Martinez. They're right, though. Something's seriously wrong with this place. Martinez, all of it. Ja, das Gefühl habe ich inzwischen auch. Still haven't got an answer from Lintel about what happened. All I could get were the physical coordinates of the error on the East Insulindian front on that day. Since the computation happened on air, I reckoned it had to coincide with an actually existing location. I have compared the coordinates to a map of Revachol West. Turns out it's only 800 meters from here. The address is Saint-Brun 1147. I am going there to look this thing in the eye. Die Kirche. Saint-Brun 1147? Ja. That's what the street sign next to the church said. Ja, ist für uns alles nichts Neues hier. Ich reiße den Ausdruck ab und werfe ihn weg. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. Soll ich den Plan einfach mal mitnehmen? Ja, ich nehme The den mit. filament slides out of its glowing nest. Vielleicht kann Sona den gebrauchen. Oh, okay. Jetzt gehen wir erstmal zur Würfelmacherin und dann können wir ja nochmal beim Rest des Kellers gucken, ob wir da jetzt irgendeine Verbindung finden zu dieser Lüftungsöffnung. Ich hatte das auch einfach gar nichts zu bedeuten und das hat mich nur unnötig irritiert. Ist die Probe denn überhaupt noch da? Oh, it's you again. Ja, ist sie. Are you looking for a die? Moment, ich muss einmal Klamotten wechseln. Ich ziehe mich jetzt einfach vor ihr um. Vor Kim habe ich mich schon so oft jetzt umgezogen. Schauder, Schauder, Schauder. Wo ist es denn? Wir haben doch eben schon Wir haben doch noch was bekommen. Ach, Minus-Schauder. Plus-Schauder, der Schal. Ja, kurz die Krawatte ausziehen. Ach, Zwielicht war das auch. Und aber hier, das T-Shirt, Schauder. Sag mal. Okay, ja. Aber da sieht man es besser. Der Jämdallmann. Oh, it's you again. Are you looking for a die? Warum ist sie mit ihrer Geschäftsidee nicht gescheitert? A gust of cold air sweeps through the chimney. The stones and minerals on the shelves rattle as though agitated.
For a moment, it almost feels as though you're outside the building, exposed to the atmosphere. Noch ist es nur eine Hypothese, aber lassen Sie mich ausreden. Ich glaube, ich weiß, warum Sie mit Ihrer Geschäftsidee nicht gescheitert sind. Didn't we already talk about this? Fragt sie, während durch die Risse in der alten Kaminmauer weiter der Wind hereinpfeift. Es liegt daran, dass Sie sich gar nicht im selben Gebäude wie die anderen aufhalten. Streng genommen sind wir hier nicht im verfluchten Gewerbeblock. What are you talking about? My address is exactly the same. Rue des Anglais 10. No, the old coal plant that used to be here was subsumed into the new venture. Its ruins swallowed up. Yet it has a different address in the heart of the city. Nein, das hier war eine Kohleaufbereitungsanlage. Ich berühre die Sicherheitsrollladen. Sie befinden sich im Kamin eines anderen Gebäudes. This doesn't make any sense. Verunsichert blickt sie sich in dem behelfsmäßigen Nest um, das sie sich geschaffen hat. Are you saying my business was spared because of a technicality? Where is this coming from? Im Herzen der Stadt hat es eine andere Adresse. And what? Does it mean that I'm safe from failure? Don't let her become complacent. She still needs to ward her soul against the evil forces. Niemand ist hier wirklich davor gefeit zu scheitern. She starts laughing, her fingers trying to rub away the exhaustion from her face. Was? Do you know what this is? Sie hebt ihre Hand und präsentiert dir ein glänzendes Stück Metall an ihrem Zeigefinger. Ein Glücksbringer, ein seminesischer Schutztalisman. It's a mourning ring. I made this when my first company failed. It was a small jewelry shop right here in the East Delta Commerce Center, built with the little I inherited from my parents. I drove it into the ground within a year. I didn't have what you would call a viable business plan. Warum erzählen Sie mir das? It wasn't just the jewelry shop either. I always thought that it was just the world you were supposed to try again and again until you finally succeed. And now you're telling me what? That it was all because I didn't run my little shops and ventures from a dump inside an abandoned chimney? Bezeichnen Sie diesen Raum doch nicht als Loch. Sie haben es sich hier schön und gemütlich gemacht. Yeah. Or maybe it's the entire world that's cursed. It's such a precarious place. Nothing ever works out the way you want it. Das stimmt, das ist aber das Leben. That's why people like role-playing games. You can be whoever you want to be, you can try again. Still, there is something inherently violent even about dice rolls. Auf jeden Fall. It's like every time you cast a die, something disappears. Some alternative ending or an entirely different world. Sie nimmt 2 Würfel vom Tisch und begutachtet sie im Licht. But anyway, thanks for sharing your theories, officer. Das hat sie gut gesagt. Können wir noch was fragen? I'm listening. Nein. Good. I hope it clarified things a bit. What else? Nichts, danke. Was ist passiert? Frachtcontainertür. Ah, ja. Der Container. Mein Freund. Da bin ich mal gespannt. Die unsichere Welt. Alle roten Würfelproben schlagen fehl. Oh, das ist aber mies. Bei diesem Spiel scheint es ums Siegen zu gehen. Das Ausbleiben von Niederlagen an allen Fronten. Siege bei geschäftlichen Unterfangen und kreativen Vorhaben. Siege in der Liebe und über andere Menschen. Politische Siege, ideologische Siege. Ach, sogar sexuelle Siege. Auf jeden Fall auch viele objektbasierte Siege, bei denen man Dinge hat und sie nicht verliert. Allerdings gibt es ein Problem. Es sind nicht viele Siegende zu sehen. Die meisten Leute sind die meiste Zeit am Verlieren. Aber warum? Und wie schafft man es, nicht zu verlieren?
Also das wäre mir jetzt zum Ende hin ziemlich riskant, diesen Gedanken zu verinnerlichen. Wenn man die Würfelprobe noch recht früh geschafft hätte, dann hätte man vielleicht was davon. Okay, ciao. Jetzt gehe ich noch einmal in den anderen Kellerraum. Das wäre so cool, wenn da jetzt eine Turmwand wäre oder sowas. Keller. Oh, hier ist nur der Ofen. A thick layer of coal dust. Da ist nichts. Im Kühlschrank ist ja auch nichts mehr.